For the first time, global warming has exceeded 1.5 degrees Celsius across an entire year. Climate experts are sounding the alarm over a troubling new report. The United Nations sounding a red alert over global warming, and this follows a new report that shows every major global climate record was broken last year. Climatologists say global temperatures hit record highs last month. The situation we are witnessing now is the demonstration that climate change is out of control. Glasgow 1769. Der schottische Erfinder James Watt hat gerade ein Patent für die erste kommerziell nutzbare Dampfmaschine angemeldet und leitet damit eine Epoche der rapiden Entwicklung für die Menschheit ein. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte breitet sich die industrielle Revolution wie ein Lauffeuer aus. Neue Technologien und Möglichkeiten werden entwickelt, gehen aber auch mehr und mehr auf die Kosten der Umwelt. Auf der Erde leben zu diesem Zeitpunkt etwa 800 Millionen Menschen. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre beträgt ca. 280 Parts per Million. Stockholm 1896. Der schwedische Wissenschaftler Svante Arrhenius veröffentlicht seine Studie On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground. Er kommt zu dem Schluss, dass die zunehmenden durch Menschen verursachten CO2-Emissionen durch Verbrennen fossiler Brennstoffe zu einem Anstieg der Temperatur auf der Erde führen. Ein Phänomen, das wir heute als Treibhauseffekt bezeichnen. Hawaii 1958. Der amerikanische Wissenschaftler Charles David Keeling ist der erste, der die CO2-Konzentration in der Atmosphäre experimentell misst. Nach 5 Jahren der Datenerfassung bestätigt er die These von Arrhenius über den steigenden CO2-Gehalt. Immer mehr Wissenschaftler warnen vor den radikalen Auswirkungen auf das Klima. Toronto 1988. 300 Teilnehmer besuchen die World Conference on the Changing Atmosphere – Implications for Global Security, kurz nachdem der amerikanische Wissenschaftler James Edward Hansen dargelegt hatte, dass die vom Menschen verursachte Erwärmung bereits massive Auswirkungen auf das globale Klima hat. Die Konferenz kommt zu dem Schluss, dass die durch die menschliche Umweltverschmutzung verursachten Veränderungen in der Atmosphäre eine große Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellen und in vielen Teilen der Welt bereits schädliche Folgen haben. Deutschland 2024. Zum Frühlingsanfang wurden hier Temperaturen über 30 Grad Celsius gemessen. Und das am 6. April. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist inzwischen um über 50% auf mittlerweile 425 Parts per Million gestiegen. Seit der Erfindung der Dampfmaschine hat sich die Weltbevölkerung auf über 8 Milliarden Menschen verzehnfacht. Bevor wir uns im Folgenden genauer mit der aktuellen Situation auseinandersetzen, wollen wir 2 Schlüsse aus dem kurzen Geschichtsexkurs festhalten. Erstens, der Treibhauseffekt besagt, dass bestimmte Treibhausgase, insbesondere CO2, die Wärmestrahlung in der Atmosphäre zurückhalten und somit unseren Planeten aufheizen. Erstmals beschrieben wurde er bereits im 19. Jahrhundert. Durch explosionsartiges Wachstum von Bevölkerung und Industrie setzten wir immer mehr CO2 frei. Zweitens, der daraus resultierende Klimawandel ist keine Theorie der letzten Jahre, keine Erfindung oder Übertreibung. Er ist ein unumgänglicher Fakt, dessen Ausmaß uns seit mehreren Jahrzehnten bekannt ist und uns aktuell unmittelbarer denn je zum Handeln zwingt. Am 12. Dezember 2015 verabschiedeten alle Vertragsparteien der UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, das Pariser Klimaabkommen. In diesem Völkerrechtsvertrag nahm man sich vor, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu beschränken, um irreversible Folgeschäden für den Planeten einzudämmen.
Das angepeilte Ziel war es, die Erderwärmung unter 1,5 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt zu halten. Gezeichnet wurde das Abkommen von allen 195 von der UN anerkannten Staaten. Wissenschaftler berechneten, wie viel CO2 die Menschheit in Summe noch ausstoßen darf, um die Ziele des Abkommens zu erreichen. Der deutsche Klimatologe Stefan Rahmsdorf zeigte so 2016 deutlich, dass ein früher Maximalwert des Emissionsausstoßes essentiell ist, um Wirtschaft und Gesellschaft genug Zeit zum Anpassen zu geben und sprichwörtlich die Kurve zu glätten. Je später der Höchstwert erreicht wird, desto drastischere, unrealistischere Maßnahmen wären für die Erfüllung des Abkommens erforderlich. Doch wo stehen wir auf dieser aktuellen Entwicklung? Wie fruchtbar waren die Bemühungen und Pläne der letzten 8 Jahre? Statt wie damals erhofft, den Maximalwert der Emissionen spätestens 2020 zu erreichen und dann fallende Zahlen zu schreiben, wurde 2024 der höchste Treibhausgasausstoß in der Menschheitsgeschichte verzeichnet. Wie wir im Intro bereits gehört haben, war die globale Erwärmung vor einigen Monaten erstmals ein ganzes Jahr über 1,5 Grad Celsius. 2023 war damals das mit Abstand wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1850. Doch das Jahr 2024 hat jegliche Rekorde noch übertroffen und ist zum neuen wärmsten Jahr der Geschichte geworden. Die Chancen, das 1,5 Grad Ziel doch noch zu erreichen, gehen gegen Null. Und auch das 2 Grad Ziel grenzt nach aktuellen Entwicklungen an die Unmöglichkeit. Immerhin, die Emissionen in Deutschland sanken 2023 und 2024 beachtlich. Das ist aber zu großen Teilen auf eine schwächelnde Industrie und weniger auf effektiven, nachhaltigen Klimaschutz zurückzuführen. Insbesondere im Verkehrssektor, der für ca. 22% der Treibhausgase verantwortlich ist, wurden die Ziele deutlich verfehlt. Werfen wir einen Blick auf konkrete Statistiken, wird noch deutlicher, wie bedrohlich diese Zahlen sind. 2023 und 2024 stellen eine noch nie dagewesene Abweichung von den historischen Werten dar. Verglichen mit der Durchschnittstemperatur zwischen 1982 und 2011 liegen die aktuellen Temperaturen sogar höher als die Worst-Case-Annahmen vor einigen Jahren. Dazu kommt, dass die Tendenz steigt. Betrachtet man die Messwerte der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, dann befindet sich auch die jährliche Änderungsrate auf einem historischen Maximum. Aus dem aktuellen Bericht des IPCC, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, geht hervor, dass Auswirkungen in allen Weltregionen beobachtet werden konnten. Westeuropa ist besonders betroffen und verzeichnete extremere Temperaturen, mehr Tage mit hohem Niederschlag und gleichzeitig längere Dürreperioden. All dies hat aktuell schon messbar negativen Einfluss auf unter anderem die Verfügbarkeit von Trinkwasser, Ernteerträge, die menschliche Gesundheit in Bezug auf Hitzeschäden, Unterernährung und mentale Gesundheit, Flucht und Migration aufgrund schlechter Überlebensbedingungen, Fluten und Stürme und andere infrastrukturelle Schäden. Die Liste ist lang, die Ursache klar, doch adäquate Maßnahmen bleiben bisher aus. Wenn sich nicht schleunigst etwas maßgeblich ändert, schreiten wir wohl auf eine Welt zu, die jenseits der 2 Grad Erwärmung liegt. Bevor wir uns ansehen, was das bedeutet, halten wir wieder 2 kurze Schlüsse fest. So ziemlich jede Metrik, die man betrachten kann, um den Klimawandel zu quantifizieren, verzeichnet aktuell ein Rekordhoch. Das gilt für absolute Werte und oft sogar für die Änderungsrate. Studien und Beobachtungen der letzten Jahre zeigen sogar, dass die Auswirkungen unterschätzt wurden und wir eher am oberen Ende der prognostizierten Szenarien rangieren. Dazu kommt, dass bisherige politische Bemühungen nicht ambitioniert genug waren. Ziele, die gesetzt wurden, reichten bei weitem nicht aus, um den Klimawandel einzudämmen und wurden dann zu allem Übel meist trotzdem verfehlt.
Die Zukunft vorherzusagen ist eine praktisch unmögliche Aufgabe. Dennoch haben Wissenschaftler eine konkrete Vorstellung, welche Phänomene wir bei 2, 3 oder gar 4 Grad Erwärmung erleben werden. Super zusammengefasst und aufbereitet ist dies im eben bereits erwähnten IPCC-Report. Tauchen wir also gemeinsam in die Materie ein. Im Report werden verschiedene Szenarien unterschieden, abhängig davon, wie sich die Emissionen in Zukunft weiterentwickeln. Hier sehen wir die sogenannten Shared Socio-Economic Pathways, also die für Wirtschaft und Gesellschaft möglichen Entwicklungspfade, nummeriert von 1 bis 5. Der hellblaue Pfad wäre nötig, um die Erwärmung mit 50% Wahrscheinlichkeit unter 1,5 Grad zu halten. Der dunkelblaue gibt eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, unter 2 Grad zu bleiben. Der gelbe Pfad beschränkt die Erwärmung mit 50%iger Chance auf 3 Grad, hell und dunkelrot sorgen für das Unter- bzw. Überschreiten von 4 Grad Erwärmung. Die möglichen Temperaturentwicklungen sehen wir im Graphen rechts daneben. Für alle Szenarien, welche die Erwärmung unter 3 Grad Celsius halten, ist ein sofortiger Rückgang oder mindestens eine Stagnation der Emissionen nötig. Rufen wir uns die aktuellen Entwicklungen ins Gedächtnis, sehen wir davon leider wenig. So müssten sich die Emissionen entwickeln, so war es vorhergesagt mit aktuellen politischen Regeln und hier ist die tatsächliche Entwicklung. Was passiert, wenn die Welt tatsächlich 3 bis 4 Grad wärmer ist, wollen wir nun betrachten. Dazu muss man sagen, dass bei 3 bis 4 Grad Erwärmung die globale Temperatur der Atmosphäre gemeint ist. Da die Ozeane aber aktuell in der Lage sind, große Teile der Wärmeenergie aufzunehmen, nimmt die Temperatur über dem Wasser langsamer zu, an Land hingegen noch stärker. In Deutschland beispielsweise war das letzte Jahr bereits 2,4 Grad wärmer als die Referenzperiode 1961 bis 1990, also fast doppelt so viel wie der globale Trend. In der Praxis bedeutet das, dass wir bereits bei 3 Grad Erwärmung bis zu 6 Grad heißere Tage erwarten können. Bei 4 Grad dementsprechend sogar noch höher. Die Sommermonate unter solchen Bedingungen würden Temperaturen fernab der 40 Grad Celsius liefern. Zusätzlich sehen wir eine starke Zunahme von Dürren, in Europa besonders im Mittelmeerraum. Das Waldbrandrisiko steigt, die Böden trocknen aus, bei starkem Niederschlag können sie große Mengen Wasser schlechter aufnehmen. Dies steht in gefährlicher Wechselwirkung damit, dass trotz allgemeinem Austrocknen die Niederschlagsmengen an den regnerischsten Tagen zunehmen. Wir sehen, extreme Wetterphänomene in allen Ausdehnungen werden immer häufiger auftreten. Die erwähnte Trockenheit sorgt dafür, dass in vielen Regionen der Welt massive Wasserknappheit aufkommt, so wie wir es bereits in den letzten Jahren in Südeuropa erlebt haben. Trinkwasserreservoirs werden knapp, es wird deutlich weniger Wasser für Landwirtschaft und Industrie zur Verfügung stehen. Dadurch werden Ernteerträge und auch andere Nahrungsquellen erheblich beeinträchtigt sein. Die Nahrungsversorgung für die weiter steigende Weltbevölkerung erwächst somit immer mehr zur Herkulesaufgabe. Extreme Temperaturen werden sogar einige Gegenden, speziell in Äquatornähe, so stark erhitzen, dass sie von Menschen voraussichtlich kaum bis gar nicht mehr bewohnbar sein werden. Diese Hitze und der Wassermangel betrifft in den nächsten 50 Jahren hunderte Millionen Menschen. Auch Tiere und andere Lebewesen bekommen die erschwerten Bedingungen zu spüren. Mit jedem Grad Erwärmung mehr wird das Artensterben exponentiell schneller vorangetrieben. Welche Auswirkungen das auf ganze Ökosysteme haben kann, sehen wir bereits an der extrem fortgeschrittenen Auslöschung der Korallenriffe. Die Ozeane sind mit ihren gewaltigen Wassermassen ein sehr träges System. Daher wird der Anstieg des Meeresspiegels definitiv noch über mehrere Jahrhunderte voranschreiten. Bis 2050 werden 1 Milliarde Menschen davon betroffen sein. Extremes Hochwasser in Küstenregionen, welches sonst nur einmal im Jahrhundert aufgetreten ist, wird 20 bis 30 Mal wahrscheinlicher sein, sprich alle 3 bis 5 Jahre auftreten. Da viele große Metropolen in Küstennähe liegen, werden sich wieder hunderte Millionen Menschen umorientieren müssen. Es gäbe noch Dutzende weitere Statistiken, die man anführen könnte. Ich denke, der Punkt ist aber angekommen.
Abschließend können wir hier nochmals sehen, dass es sich bei den Szenarien auch um keine bloßen Spekulationen handelt. Der wissenschaftliche Konsens ist gefestigt und die Risikoeinschätzung im Vergleich zum vorherigen Report 2014 hat sich sogar noch verschärft. Sprich, höhere Risiken treten schon bei geringerer Erwärmung ein als bislang gedacht. Wir sehen, wir befinden uns in einer gefährlichen Rutschpartie. Jede Tonne CO2 treibt die Erderwärmung voran und jedes bisschen Erderwärmung mehr hat stärker und stärkere Auswirkungen. Noch können wir die Notbremse ziehen, um die Schäden so gering wie möglich zu halten. Warum wir das auch unverzüglich tun sollen, klären wir im nächsten Kapitel. Vorher führen wir aber auch diesen Abschnitt mit 2 Schlüssen zu Ende. Erstens: Findet nicht ein abrupter Sinneswandel statt, so steuern wir auf eine Erwärmung fernab der 2 Grad Celsius zu. Mit jedem Grad Erwärmung mehr steigen die Auswirkungen und Schäden exponentiell an. Zweitens: Die Folgen werden weltweit und in diversen Lebenslagen zu spüren sein. Dürren, Hitze und Fluten stellen große Gefahren für die Menschheit dar. In den nächsten paar Jahrzehnten werden Milliarden von Menschen direkt davon betroffen sein. So when I say we have 2 years to save the world, it begs the question, who exactly has 2 years to save the world? The answer is every person on this planet. We still have a chance to make greenhouse gas emissions tumble with a new generation of national climate plans, but we need these stronger plans now. Wir müssen etwas tun, um die Klimakrise einzudämmen. Die Betonung liegt dabei auf dem Wir und auf dem Müssen. Der Auszug, den ihr gerade gehört habt, sind die Worte des Generalsekretärs der UNFCCC, Simon Steele, in seiner Rede 2 Years to Save the World vom 10. April 2024. Die Weichen für unsere Zukunft müssen jetzt gestellt werden. In besonderer Verantwortung sieht er dabei große Industrienationen. China, die USA, aber auch Deutschland. Warum das so ist, was bereits getan wird, aber auch besonders was noch nicht getan wird, schauen wir uns nun an. Das wohlhabendste Drittel der Weltbevölkerung ist für über 80% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die wohlhabendsten 10% für knapp die Hälfte. Historisch gesehen ist Deutschland hinter China, den USA und Russland der viertgrößte Treibhausgasproduzent und hat ca. 5,3% aller menschengemachten Treibhausgase in der Atmosphäre beigesteuert. Immerhin, die CO2-Emissionen in Deutschland sinken aktuell deutlich. Die Bundesregierung hat mit dem Klima- und Transformationsfonds große finanzielle Mittel zugesagt, um die Energiewende und den Klimaschutz in Deutschland voranzutreiben. Im Jahr 2023 waren Investitionen in Höhe von knapp 36 Milliarden Euro geplant. Tatsächlich umgesetzt wurden schließlich nur 20,1 Milliarden, also etwa 55% des Budgets. Dennoch ein Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite berechnete der Internationale Währungsfonds die im Jahr 2022 für fossile Energieträger aufgebrachten Subventionen in Deutschland auf 129 Milliarden Euro, also fast 6,5 Mal so viel, wie für den Klimaschutz ausgegeben wurde. Rechnerisch wurde dabei jede Tonne CO2 mit knapp 172 Euro subventioniert. Beim europäischen Emissionshandel kostet ein Zertifikat, um 1 Tonne CO2 ausstoßen zu dürfen, aktuell etwa 77 Euro. Eine erhebliche Diskrepanz. Und das, obwohl die Studie nur Subventionen für fossile Energieträger betrachtet. Steuervorteile in anderen Sektoren, wie zum Beispiel Treibhausgasemissionen durch die Tierhaltung, wurden hier noch gar nicht berücksichtigt. Weltweit werden jährlich geschätzte 7 Billionen US-Dollar in Subventionen für fossile Brennstoffe gesteckt. Mehr als 5-mal mehr als die 1,3 Billionen, welche weltweit für Klimaschutz ausgegeben wurden. Dazu kommen steigende Kosten, welche der Klimawandel verursachen wird.
Alleine die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 hat den Bund bislang 40,5 Milliarden Euro gekostet. Studien unmittelbar nach der Flut hatten ergeben, dass der Klimawandel das Hochwasser zwischen 3 und 19% stärker und sein Auftreten zwischen 20 und 900% wahrscheinlicher gemacht hatte. Bis 2050 rechnet die Bundesregierung mit weiteren Kosten zwischen 280 und 900 Milliarden Euro, je nach Entwicklung der Temperaturen. Werden neue Maßnahmen nur mit gegenwärtiger Motivation umgesetzt, hieße das gleiche Kosten wie die Ahrtalflut und das jedes Jahr aufs Neue. All diese Kosten knabbern schlussendlich natürlich auch am persönlichen Wohlstand. Eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung rechnet in Deutschland mit einem Einkommensrückgang von 19% bis 2049. Die meisten Experten sind sich daher einig: Klimaschutz ist, zusätzlich zu allen anderen Faktoren, auch Wohlstandssicherung. Die Zeitung Bloomberg titelt am 13. November 2023: 266 Billionen für Klimaschutz ist ein No-Brainer. Das Motto: Billionen investieren, um Billiarden zu sparen. Jeder Euro, den wir hier und heute zum Klimaschutz einsetzen, wird sich in 1, 2 oder 3 Jahrzehnten 10-fach bezahlt machen. Im IPCC-Report können wir die aktuellen und eigentlich notwendigen Ausgaben nach Sektor und Region betrachten. Überall besteht Nachholbedarf. Speziell im Verkehrs- und Landwirtschaftssektor hinken die Ausgaben hinterher. In Europa müsste 2- bis 4-mal mehr Geld mobilisiert werden, Geld, welches bislang weiter in die Förderung fossiler Energien gesteckt wird. Wir sehen, großflächige, effektive Investitionen sind unmittelbar nötig, um die Kosten in den kommenden Jahrzehnten tragbar zu halten. Davon profitieren nicht nur die nachkommenden Generationen, sondern auch insbesondere alle gerade auf der Erde lebenden Menschen. In dieser Hinsicht sind die Investitionen gleich doppelt unverzichtbar. Maßnahmen und Investitionen in den Klimaschutz haben nämlich oftmals große Synergien mit den 17 aufgestellten Sustainable Development Goals, darunter die Bekämpfung von Armut und Hunger, bessere Gesundheit, zuverlässige Wasserversorgung und noch viele mehr, welche für eine gerechte und nachhaltige Welt unverzichtbar sind. Die Politik steht also vor einer Mammutaufgabe. 89% der deutschen Bevölkerung sind der Meinung, dass der Klimawandel ein ernstes Problem darstellt. 71% stimmen zu, dass die Kosten der verursachten Schäden deutlich höher sind als die nötigen Investitionen, um diese Schäden zu vermeiden. Das klingt erstmal sehr vielversprechend. Auf dem Papier passiert aber eindeutig zu wenig. Die meisten widerstreben sich, ihre Gewohnheiten zu ändern. Zudem wird die Problematik immer wieder von anderen Umständen überschattet und verschwindet so aus den Medien und aus den Köpfen der Menschen. In einer Umfrage unter deutschen Jugendlichen zum Thema „Welche dieser Themen bereitet dir Sorge?" landet der Klimawandel hinter Inflation, dem Krieg in Europa und Nahost und teurem, knappen Wohnraum auf einem geteilten 4. Platz. Doch wie sollen sich Politik und große Konzerne ändern, wenn nicht einmal wir dazu in der Lage sind? Bevor ich dazu abschließend noch ein paar Gedanken verliere, fassen wir wieder einmal kurz zusammen. Erstens: Obwohl schon Gelder für den Klimaschutz mobilisiert wurden, werden die Investitionen massiv von Subventionen für fossile Energieträger überschattet. Eine Tonne CO2 wird mit mehr Geld subventioniert, als sie im Ausstoß kostet. Ein K.O.-Kriterium für effektiven Klimaschutz. Zweitens: Jeder Euro, den wir heute investieren, wird sich langfristig um ein Vielfaches bezahlt machen. Jedes bisschen Erwärmung mehr stellt uns in Zukunft vor höhere Kosten. Klimapolitik ist daher auch insbesondere wohlstandssichernd und auch im Hinblick auf die Sustainable Development Goals ein absoluter No-Brainer. Every voice matters. Yours have never been more important. If you want bolder climate action, now is the time to make your voices heard. I thank you.
Veränderung ist in diesem Zusammenhang ein extrem wichtiger, aber auch ein extrem schwieriger Begriff. So schwierig, dass mich die Suche nach den richtigen Worten für dieses Kapitel dazu gebracht haben, dieses Projekt hier für über ein halbes Jahr auf Eis zu legen. Letztlich habe ich mich nun dazu durchgerungen, mein Fazit möglichst prägnant in ein paar Gedanken auszudrücken. Erstens. Wie man das Blatt auch dreht und wendet, führt kein Weg daran vorbei, dass jeder von uns sich mit seinem Konsumverhalten auseinandersetzen sollte. Ich denke, ich muss niemandem erklären, dass viel Autofahren oder Fliegen, eine größtenteils tierische Ernährung oder ein allgemeiner Überkonsum, sei es Kleidung oder andere Güter, nicht gut für unseren Planeten sind. Doch die Zügel, um unser Schicksal zu steuern, halten wir alle gemeinsam in der Hand. Unternehmen, die für hohe Emissionen verantwortlich sind, können wir durch unsere Nachfrage oder gesellschaftspolitisches Engagement beeinflussen. Wer also der Meinung ist, dass der Klimawandel ein ernstzunehmendes Thema ist, der sollte seine Zügel nicht einfach an die Politik und Führungsebenen großer Konzerne weiterreichen, sondern selber in die Hand nehmen. Beim Gang in den Supermarkt, beim Auswählen eines neuen Stromvertrags, beim Abgeben seiner Stimme bei der nächsten Wahl. Nachhaltige Veränderung entsteht nur von innen heraus, nicht von oben herab. Zweitens. Macht euch selber schlau und setzt euch mit der Thematik auseinander. In den etwa 30 Minuten meines Videos kann ich nur einzelne Fragmente beleuchten. Dabei gibt es so viele frei verfügbare, geniale Ressourcen, um sich mit dem aktuellen Stand des Klimawandels, den Zukunftsszenarien und den Lösungen auseinanderzusetzen. Viele Artikel, Statistiken und Videos, welche genauer und besser recherchiert und aufgearbeitet sind, als ich es in diesem Video-Essay vermag. Ob ihr den Schlüssen meines Videos glaubt oder nicht, macht euch selber auf die Suche nach Informationen, hinterfragt kritisch und sucht nach Lösungen, die mit eurer Lebenssituation vereinbar sind. Drittens. Wir sind zwar spät dran, aber nicht zu spät. Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind kein einfaches Schwarz-Weiß-Szenario. Doch je länger wir passiv zusehen, desto dunkler wird es. Jedes bisschen Veränderung von jedem Einzelnen von uns kann wieder mehr Licht auf die Zukunftsszenarien scheinen lassen. Denn, wie sagt man so schön, der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist jetzt. Danke.